Wir möchten darüber sprechen mit Alexander Trom, innenpolitischer Fraktionssprecher der CDU. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schauen wir als allererstes direkt auf dieses Beispiel. Jemand, der es feiert, verherrlicht, dass ein Polizist getötet worden ist von einem Islamisten. Und Deutschland kann offenbar nichts machen. Wie kann man das den Menschen erklären? Ja, das ist zunächst einmal widerlich. Es ist auch eine klare Straftat. Das haben wir auch in der alten Koalition noch unter Strafe gestellt als Billigung einer anderen Straftat im Nachgang zum Mord an Walter Lübcke, wenn Sie sich erinnern. Und deswegen gilt es, dieser Straftat nachzugehen, auch wenn sie aus dem Ausland heraus gemacht wird. Das ist zwar nicht die EU in Serbien, aber trotzdem ein europäisches Land. Dann muss man auch versuchen, dort dieser Straftat nachzugehen, entweder in diesem Land oder aber dann auch in Deutschland. Wir müssen mit aller Härte den Rechtsstaat durchsetzen. Und es ist ja leider nicht nur so, dass derartige Hasstiraden aus Serbien oder aus anderen Ländern kommen. Nein, wir haben das auch in Deutschland. Und wir haben das auf TikTok-Kanälen, die aus Deutschland senden. Und hier muss eben deutlich konsequenter vorgegangen werden. Herr Trom, das ist das Grundproblem dieser Tage, dieser Wochen. Wir müssen, wir sollten, wir haben die Gesetze, aber es passiert nichts. Wer hat denn daran Schuld? Warum kümmert man sich nicht drum? Weil das ja auch ein Teil dieses Unverständnisses der Bevölkerung ist, die sagt, hey Freunde, ihr wisst, wo der wohnt. Und ihr tut nichts? Ja, wir haben in der letzten Koalition einen Expertenkreis politischer Islam gehabt. Die Bundesinnenministerin Faeser hat es mit ihrem Amtsantritt aufgelöst. Wir fordern seit 2 Jahren einen Aktionsplan Islamismus von der Bundesregierung, von der Innenministerin. Es wird nichts getan. Immer kurz vor Wahlen, beziehungsweise jetzt, wenn eine solche schreckliche Tat wie in Mannheim stattfindet, dann gibt es Aktionismus bei der Bundesregierung. Es folgt daraus aber nichts, aber man könnte es tun. Und wir haben das teilweise auch in der letzten Bundesregierung unter CDU-Führung bereits getan. Sie haben den Wahlkampf angesprochen, jetzt auch die Forderung beispielsweise aus der Union, dass man auch nach Syrien oder Afghanistan abschieben sollte. Das ist natürlich im Wahlkampf nach so einer Situation auch etwas, womit man Wähler bekommt. Die Frage ist, lässt sich das wirklich umsetzen? Nehmen die Länder die Menschen überhaupt wieder auf? Geht das, wenn keine Papiere da sind? Also wie umsetzbar, wie realistisch ist es, diese großen Worte? Wir fordern das nicht seit jetzt. Wir haben erstens auch hier in der alten Koalition nach Afghanistan abgeschoben. Die neue Regierung hat das dann nicht weitergeführt. Es gibt technische Kontakte der deutschen Bundesregierung, des Außenministeriums, das wurde uns bestätigt auf eine Anfrage von mir im letzten Jahr, wo man technische Kontakte hat, damit die Menschen aus Afghanistan herauskommen im Rahmen des Sonderprogramms der Frau Baerbock für vulnerable Personen aus Afghanistan. Aber dann müssen diese technischen Kontakte auch genutzt werden, um Menschen dorthin abzuschieben. Es gibt Verhandlungen im sogenannten Doha-Format mit den Taliban. Warum soll das dann nicht bei der Rückführung möglich sein? Schweden macht das vor, hat im letzten Jahr nach Afghanistan abgeschoben. Ja, das müsste man tun. Und ein letzter Satz für Afghanistan und Syrien. Wir wollen zumindest schwere Straftäter und Gefährder auch in diese beiden Länder abschieben. Solange das noch nicht konkret funktioniert, müssen diese Menschen in einen Ausreisearrest dauerhaft. 3 Wände sind verschlossen in die deutsche Gesellschaft zurück. Eine Wand steht jederzeit offen, damit die Menschen in ihr Heimatland zurückkehren können. Wir müssen deutlich mehr Druck hier machen und das bitteschön nicht immer nur vor Wahlen, wie es die SPD macht und das bitteschön auch nicht immer nur nach einem so schrecklichen Fall. Das muss jetzt konsequent umgesetzt werden. Herr Trom, aber mit Blick eben auf das, was Deutschland jetzt erwartet, die Europameisterschaft. Wenn man sieht, wie schnell so etwas zu vollziehen ist, dann stellt man sich die Frage, ist diese Europameisterschaft tatsächlich voll zu schützen, so dass es eben nicht zu solchen Taten kommen kann. Irgendwelcher Menschen, die da mit Messern durch die Gegend stechen, um andere zu Schaden zu bringen. Also eins ist klar, in Zeiten einer Europameisterschaft oder auch ohne Europameisterschaft. Es gibt nie eine absolute Sicherheit. Aber ich nehme schon wahr, dass unsere Sicherheitsbehörden in den Ländern, aber auch im Bund jetzt noch einmal die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren haben, gerade auf die Europameisterschaft hin. Aber beispielsweise wurden die Grenzkontrollen erst vor 2 Wochen
eingesetzt zu allen Außengrenzen der Bundesrepublik. Das ist viel zu spät. Wir haben der Bundesinnenministerin schon vor einem halben Jahr gesagt, dass sie zu allen Binnengrenzen Deutschlands entsprechende Grenzkontrollen, flexible Grenzkontrollen einsetzen muss. Sie hat es erst vor 2 Wochen getan und insofern braucht man eine stärkere Konsequenz auch in der Abwehr und die vermissen wir hier bei dieser Bundesregierung. Und das nun nicht während der Heim-EM. Herr Trumm, vielen herzlichen Dank. Gerne.